Mein Name ist Robert Wellisch. Ich komme aus dem wunderschönen Schwabenland vom Bodensee, 30 Kilometer nördlich, und bin Fachlagerist von Beruf. Bin verheiratet und habe einen Sohn mit 21. Also ich bin beidseitig implantiert mit VSB, mit der Samba 1, und bin am rechten Ohr 2018 und am linken Ohr bin ich 2019 implantiert worden. Das ist ein schleichender Prozess. Und zwar, ich hatte mit 42 noch eine Zusatzausbildung in meinem Betrieb begonnen und merkte in der Schule, dass ich ziemlich schlecht mitkomme. Mein erster Schritt war dann zum HNO und der stellte dann fest, dass ich Mittelohr-Schwierigkeiten habe, und der verordnete mir Hörgeräte. Aber ich kam nie klar mit den Hörgeräten. Und das ging fast über 10 Jahre so. Ich habe, glaube 50 oder 60 verschiedene Hörgeräte ausprobiert. Und nie kam ich mit einem klar. Und dann hatte ich die Nase voll, ging nochmal zum HNO und sagte, er muss jetzt was machen. Aber er konnte leider nichts mehr machen. Er schickte mich nach Tübingen in die Uniklinik. Und da wurde sehr schnell festgestellt, dass meine beiden Mittelohren kaputt sind. Ich hatte gar keine Möglichkeit, mich zu entscheiden, weil der Arzt in der Uniklinik hat gesagt, ja, da müssen wir implantieren, wir haben keine Chance mehr. Dann hat er mir einen Termin aufgeschrieben und der Termin war schon eine Woche später. Ich konnte mich also nicht entscheiden, so wie manch Implantatnutzer heute, wo sich vorbereitet mit Hörpaten. Ich hatte gar keine Ahnung, dass es die Hörpaten überhaupt gibt. Und so wurde ich eine Woche später operiert. Also es war ganz krass, nach der OP, war 3 Tage im Krankenhaus, dann wurde ich nach Hause geschickt, ohne dass ich was gehört habe. Ich hatte 4 Wochen später die Erstanpassung. Und das war für mich natürlich, funktioniert's nicht. Und dann war ich bei der Erstanpassung vom ersten Moment an von 0 auf 100 rechts wieder gehört, alles. Und das Schönste kommt noch, bei meiner zweiten Implantation wusste ich ja, was auf mich zukommt, war ja auch halb begeistert davon, muss ich wieder 4 Wochen warten bis zur Erstanpassung. Und bei der Erstanpassung hatte ich eine Stecknadel dabei. Eine Stecknadel. Und die hatten wir während dem Einstellen auf den Boden fallen lassen, auf den Fliesenboden. Und ich habe das gehört. Das war phänomenal. Also auch für meine Umwelt sehr schön, endlich wieder hören. Für mich selbst persönlich das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt. Und auch für meine Frau, die sagt, du bist ein ganz anderer Mensch geworden. Ich bin Hörpate geworden, weil ich überzeugt bin davon, von den Implantaten. Und ich wurde in Tübingen darauf angesprochen, von dem Modellmitarbeiter, ob ich das machen möchte. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ich helfe anderen Leuten gerne, wo Probleme haben mit dem Hören, und erzählen auch, wie es mir ergangen ist. Und das mache ich gerne. Und meine Aufgabe besteht eigentlich darin, den Leuten die Angst zu nehmen vor der Implantation. Die haben doch viele Fragen. Wie lange dauert die Operation? Ist die schwierig? Hast du Schmerzen gehabt? Oder alles mögliche Fragen nämlich. Und so konnte ich schon dem einen oder anderen die Angst nehmen. Vor allem von kleinen Kindern. Die fragen oft, ist das ein Roboter?
Oder was hat der für Knöpfe am Ohr? Doch, also es gibt ganz. Aber ich habe auch nie Schwierigkeiten, den Kindern das zu erklären oder den Erwachsenen zu erklären, was ich habe.